Ich war bei Schwalbe zu einem Arbeitstermin. Hallo. Jetzt fahre ich nach Hause. Hallo. Heute endlich darf ich von einer Bikepacking-Tour erzählen, die ich gemacht habe. Naja, von der Tour hätte ich eigentlich die ganze Zeit schon erzählen können. Aber ich war beruflich bei Schwalbe im September. Die haben nämlich einen neuen Gravel-Reifen vorgestellt und der wird heute gelauncht. Das heißt, heute darf ich den auch zeigen. Ja, das Wetter war nicht so geil. Wir haben aber trotzdem eine kleine Runde gedreht, um den Reifen mal auszuprobieren. Am Ende waren die Bedingungen für den Reifen genau richtig. Es war nämlich nass und schlammig. Und die Tour, die sich Schwalbe überlegt hat für den Testride, die war auch echt gut. Es gab steile Anstiege, es gab Steine, es gab Schlamm. Also von allem irgendwie was dabei. Wir hatten ein ganz passendes Terrain für den Test dieses Reifens. Der neue Gravel-Reifen von Schwalbe, D1 RX, wäre, glaube ich, genau der richtige Reifen gewesen für Nix Alpstibide. Jetzt aber zu meiner Tour. Jetzt fahre ich nach Hause. Aber heute und morgen erstmal nach Bensheim zu einem Bikefitting. Ich hatte noch ein paar Urlaubstage übrig und dachte, was wäre dann besser, als von diesem Termin bei Schwalbe zurück nach Hause zu fahren, als kleine Bikepacking-Tour über 3-4 Tage und dabei auch noch ein Bikefitting einzubauen für mein potenzielles neues Gravelbike, was es irgendwann mal hoffentlich geben wird. Jetzt ist 16 Uhr und ich habe 100 Kilometer vor mir. Ich hoffe, das Wetter bleibt so, aber wahrscheinlich wird es irgendwann regnen. Bisschen nass ist es schon. Also es nieselt. Ich hoffe, es bleibt so und wird nicht schlimmer, weil so ist es ganz gut ohne Jacke. Und eigentlich ist es relativ warm, das heißt mit Regenjacke wäre es wohl etwas zu warm. Regnet schon mehr. Aber vielleicht hört es ja gleich wieder auf. Es hat nicht aufgehört zu regnen. Stattdessen hat es richtig angefangen. Ich habe mir die Überschuhe also richtig angezogen und auch meine Regenjacke. Und das war auch schon alles, was ich an Regenklamotten dabei hatte. Noch 56. Noch 30. Mal sehen, vielleicht habe ich noch irgendwo was zu essen. So nass geregnet hatte ich ja gar keinen Bock, irgendwo reinzugehen und mich da hinzusetzen, um was zu essen. Ich habe mir also was geholt an der Tankstelle, schnell zum Mitnehmen. Wie gut, dass hier einfach alles weiß war und ich nass und dreckig. Naja, hier gab es dann mein Tankstellenessen. Erst Nüsse, dann bin ich duschen gegangen und dann gab es das Richtige, ein Wrap. Wie aufgequollen einfach meine Hände waren von dem ganzen Regen. Am nächsten Morgen waren die Klamotten alle noch ein bisschen klamm und das Schlimmste sind immer die Schuhe. Der schlimmste Teil. Aber nützt ja nichts, da musste ich durch. Dafür überraschte der Morgen mit wunderschöner Lichtstimmung und naja, es stellte sich auch heraus, dass es ganz schönen Gegenwind und Seitenwind gab. Ich hatte dann kurz Bedenken, ob ich es überhaupt rechtzeitig zu dem Bikefitting-Termin schaffen würde. Aber nach den ersten Kilometern gab es natürlich trotzdem erstmal ein richtiges Frühstück, denn ohne Energie läuft gar nichts. Und weiter geht's.
Ungefähr 30 Kilometer vor Bensheim habe ich noch mal kurz angehalten an der Tankstelle, um meine Flasche aufzufüllen. Und ich war auch noch auf dem Klo. Beim Bikefitting wurde dann die richtige Position gesucht auf einem Fitting-Bike und die richtige Kurbellänge. Und mit den Daten geht es jetzt auf die Suche nach einem Gravelbike. Überall Walnussbäume. Und Leute, die Walnüsse sammeln. Nach dem Fitting wusste ich eigentlich noch gar nicht so genau, wie es für mich weitergeht. Schlafe ich dann direkt in Heidelberg irgendwo, suche ich mir da was oder fahre ich weiter? Ja, und eigentlich war der Tag noch recht jung, es war vielleicht 15 Uhr und Mitte September. Das heißt, es war noch einige Stunden hell. Ich bin also einfach weitergefahren und habe irgendwann nach 2-3 Stunden nochmal geschaut, wo ich vielleicht schlafen könnte und mir dann spontan ein Zimmer gebucht. Noch 8 Kilometer bis zur Unterkunft. Bisschen mehr, weil ich mir zwischendrin noch was zu essen suche. Mit dem Sonnenuntergang wurde es auch gleich richtig kalt. Ich habe mir dann ein Dürüm geholt und das vor Ort gegessen und bei Lidl noch was fürs Frühstück für den nächsten Tag organisiert. Ich finde es ja immer wieder beeindruckend, was alles in so eine Bikepacking-Tasche geht. Schaut mal, wie viel Zeug hier rumliegt und das passt da alles rein. Aber erstmal anziehen. Dann habe ich noch den Luftdruck kontrolliert. Und dann ging's los. Ganz wenig Regen, aber Mini-Tropfen. Kalt. Wobei der Garmin sagt 16 Grad. Vorgestern waren es 13 Grad und es hat geregnet und da war mir wärmer. Jetzt hatte ich noch 2 Tage, also das Wochenende vor mir und war aber auch immer noch nicht so sicher, was ich damit anstellen würde. Fahre ich jetzt komplett bis nach Hause oder vielleicht von irgendwo mit dem Zug? Ich fand es dann gut, am Ende noch mal einen Tag zu Hause zu haben. Also bin ich nur bis Nördlingen gefahren und von dort mit dem Zug nach Hause. Wie schön es einfach immer ist, von den Straßen abzubiegen und auf Sträßchen zu fahren. An dem Tag hatte ich nicht sonderlich viel Energie in die Routenplanung gesteckt. Das habe ich dann auch schnell bereut und habe immer mal andere Wege genommen, weil ich irgendwie auf zu großen Straßen unterwegs war. Ich habe 35 Kilometer und das fühlt sich an, als wäre ich schon ewig unterwegs. Naja, gibt solche und solche Touren. Manchmal fühlen sich 35 Kilometer an wie eine halbe Ewigkeit. Und manchmal gehen sie ganz schnell vorbei. Aber insgesamt fühlt es sich schon gut an, mal wieder unterwegs zu sein. Gar nicht so leicht zwischen all den Äpfeln. Komoot wollte mich diesen Weg lang schicken, aber ich nehme mal den. Das habe ich schon gesehen bei der Planung und habe es schon direkt umgeplant. Manchmal ist es süß und da sind kleine Mini-Single-Trays einfach drin aus unerfindlichen Gründen. Naja, wahrscheinlich, weil Leute mit dem Rennrad da lang sind oder mit dem Gravelbike und das als Rennradtour abgespeichert haben oder so. Wer weiß, wer weiß. Ich war so genervt von der großen Straße und den ganzen Autos, dass ich hier nochmal spontan irgendwie abgebogen bin, in der Hoffnung, dass es da irgendwie lang geht. So. Die Straße war mir gerade einfach zu voll. Warum auch immer so viele Leute Auto fahren. Auch nicht schlecht. Zurück auf der großen Straße habe ich dann den Entschluss gefasst, nochmal umzuplanen und mehr Kilometer in Kauf zu nehmen. Ich habe dann aber die Zugverbindung gecheckt und das war gar nicht mehr so viel Zeit bis zu dem Zug, den ich abwischen wollte. Bin dann doch an der großen Straße lang gefahren und, oh Wunder,
Ab hier gab es dann meistens auch Radwege neben der Straße. Und da hat der Verkehr gar nicht mehr gestört. Und plötzlich hatte ich wieder richtig viel Energie, weil ich ja diesen Zug schaffen wollte. Den Zug habe ich dann bekommen, zum Glück. Und ich hatte sogar noch Zeit, in den Supermarkt zu gehen und mir ein bisschen was für die Rückfahrt zu kaufen. Auch wenn das Wetter so durchwachsen war, hat sich diese Tour sowas von gelohnt. Es tat so gut, einfach mal 3 Tage lang nicht an irgendwelche Aufgaben zu denken. Kann ich echt empfehlen. Und apropos nicht an die Arbeit und nicht an Aufgaben denken. Ich bin gerade in Südafrika und hier bin ich 3 Wochen lang und davon wird es ganz sicher auch ein Video geben. Also am besten gleich abonnieren, um nichts zu verpassen. Macht's gut!